Stellt euch vor, ihr habt unbegrenztes Highspeed-Internet über 5G zu Hause. Ihr erreicht Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 450 Mbits, im Schnitt stabile 250 bis 300 Mbits und einen fetten Upload von bis zu 150 Mbits. Was schätzt ihr, kostet so ein Tarif regulär? Richtig, knapp 70 € im Monat. Ich zahle dafür ab jetzt nur noch magere 9,99 € monatlich. Unbegrenzt und völlig legal. Wie Vodafone sich hier durch einen genialen Zufall selbst austrickst und satte 81% Umsatzverlust an mir gemacht hat und wie aus einem monatelangen Internet-Albtraum am Ende mein bestes Schnäppchen des Jahres wurde, das erzähle ich euch jetzt nach dem Intro. Spulen wir ein wenig zurück. Bei mir zu Hause liegt eine klassische DSL-Leitung. Brutto kommen da gerade mal 50 Mbits an. In der heutigen Zeit mit Streamingdiensten und moderner Technik reicht das hinten und vorne nicht mehr. Das größte Problem? Ein Glasfaseranschluss ist bei mir absolut nicht in Sicht. Ich bin also zwingend auf eine Funklösung über 4G oder 5G angewiesen. Und die lassen sich die Anbieter teuer bezahlen. Vodafone bietet hier den bekannten Gigacube-Tarif an. Regulär kostet der Spaß 69,99 € im Monat. Weil ich dort schon mehrere Verträge habe, lag ich immerhin bei günstigeren 54,99 €. Aber mal ehrlich, das ist immer noch ein stolzer Batzen Geld für Internet zu Hause. Im April dieses Jahres wendete sich scheinbar das Blatt. Mein Gigacube hatte plötzlich eine Störung. Kein Internet mehr. Also rief ich bei der Hotline an. Am anderen Ende eine super freundliche Dame. Sie nahm die Störung auf, schaute in meine Kundendaten und sagte: Mensch, Sie sind seit Jahren treuer Kunde. Das Gerät ist längst abbezahlt. Ich habe da ein Angebot für Sie. Sie erzählte mir von der Family Card S. Unbegrenztes Datenvolumen für Deutschland für gerade einmal 9,99 € im Monat. Ihr Vorschlag? Ich behalte den alten Gigacube, stecke einfach die neue SIM-Karte rein und spare mir den teuren Gigacube-Tarif. Ich wurde sofort hellhörig. 9,99 € statt 54,99 €? Das bedeutet eine Ersparnis von 45 € im Monat. Das sind satte 540 € im Jahr. Ich stimmte natürlich sofort zu. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich noch: Wahnsinn, was für ein genialer Deal. Doch dann fing das Drama erst richtig an. Die neue SIM-Karte kam an, PIN per Telefon deaktiviert und ab in den Gigacube. Die ersten Tage lief alles super, aber der Gigacube hat eine entscheidende Schwachstelle. Er lässt maximal 16 WLAN-Geräte gleichzeitig zu. Bei mir im Haushalt laufen aber mittlerweile 38 internetfähige Geräte. Also habe ich richtig Geld in die Hand genommen und das Flaggschiff unter den Routern gekauft, die Fritzbox 6860 5G für knapp 400 €. Dieser Router meistert unbegrenzte Geräte problemlos. Doch nach knapp 4 Wochen ging es los. Die Internetverbindung brach immer und immer wieder ab. Mein monatlicher Datenverbrauch liegt bei rund 500 Gigabyte und plötzlich saß ich ständig im Dunkeln. Mein Unmut wuchs. Ich schrieb einen seitenlangen, detaillierten Beschwerdebrief an den Vodafone Kundenservice. Ich rief die Störungsstelle an, immer und immer wieder, bis ich von einem Techniker die bittere Wahrheit erfuhr. Die normalen Family Card SIM-Karten sind vom System her gar nicht für Router gedacht. Sie gehören in ein Smartphone. Vodafone filtert das und verteilt unterschiedliche Stabilitäten je nach Gerät und Netzzugangspunkt. Meine Smartphone-SIM im High-End-Router wurde also künstlich ausgebremst und instabil. Ich war am Verzweifeln. Vor wenigen Tagen dann der absolute Höhepunkt. Ein kompletter Netzausfall, der über 8 Stunden anhielt. Wieder Hotline. Diesmal sagte mir eine Mitarbeiterin, es kann sein, dass die SIM-Karte schlichtweg defekt ist. Per Post dauert der Ersatz 5 Tage. Gehen Sie lieber in einen Vodafone-Shop, die haben Karten vorrätig. Also machte ich mich auf den Weg in den nächsten Shop. Ich stellte mich dem Kundenberater vor und erzählte kurz meine monatelange Leidensgeschichte.
Und jetzt kommt der Knaller. Der Mitarbeiter wusste sofort Bescheid. Er kannte das Problem ganz genau. Er sagte, Sie brauchen eine SIM-Karte, die physisch für den GigaCube gebaut ist, damit sie die richtigen Internetknotenpunkte von Vodafone ansteuert. Was hat er gemacht? Er hat kurzerhand die Rufnummer und die Konditionen meiner günstigen 9,99 Euro Family Card auf eine echte GigaCube-SIM-Karte gespiegelt. Das Ganze hat keine Minute gedauert und war als Service absolut kostenlos. Er meinte noch, ob Sie die Karte danach in den GigaCube stecken oder in Ihre 5G Fritzbox, spielt keine Rolle mehr. Also bin ich nach Hause gefahren, Karte in die Fritzbox gesteckt und was soll ich sagen? Nach exakt 3 Minuten stand die Verbindung und sie läuft seitdem absolut perfekt, stabil und in maximaler Geschwindigkeit. Genau wie ganz am Anfang. Das Verrückte ist, solche Infos erfährt man als normaler Kunde niemals offiziell. Das passiert nur durch puren Zufall und über extreme Umwege. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Hat Vodafone sich hier am Ende selbst ausgetrickst? Statt der ursprünglichen 54,99 € oder den regulären 69,99 € buchen Sie bei mir jetzt jeden Monat nur noch 9,99 € ab. Das ist ein Umsatzverlust für das Unternehmen von über 81%. Welcher Konzern würde schon freiwillig mit so etwas werben? Für mich ist es jedenfalls die perfekte Entschädigung für all den Frust und das Leid der letzten Monate. Endlich habe ich wieder rasend schnelles, stabiles Internet und das für den schmalen Geldbeutel. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch schon mal solche verrückten Erfahrungen mit Mobilfunkanbietern gemacht? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Fürs Zuschauen bedanke ich mich, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Euer Thorsten.